Hallo zu einem neuen Vlog mit uns. Heute starten wir von Juk aus. Dazu kommen wir später nochmal. Aber wir fahren jetzt Richtung Sacalobra, eine wunderschöne Bucht und vor allem die Strecke dahin hat es schon richtig in sich. Und deswegen fahren wir auch gleich mal los. So schade, jetzt hat sich das Wetter auch noch so zugezogen. Wir haben unterwegs einen kleinen Snack genommen und ja, jetzt haben diese Wolken hier die Sonne bedeckt. Wir sind nämlich hier unten in Sacalobra, das ist eine Bucht und hier soll auch ein mega schöner Strand sein. Also wir gehen mal hier rundherum, weiter den Weg entlang und schauen, wo es uns hinführt. Wir sind da und es ist unglaublich, wir sind einfach komplett alleine. Wer hätte das gedacht? Also, ich meine, an diesem Ort, da ist es, ja, ich kann es kaum fassen. Ich meine, wir haben nicht das richtige Wetter, es ist halt kein Sonnenschein, aber trotzdem, es ist so imposant. Dieser imposante Strand hier ist eigentlich nur das Ende einer Schlucht, durch die ein Fluss fließt, der Torrente Pareis. Und wir würden da auch gerne hochwandern, allerdings ist das im Winter scheinbar gefährlich, deswegen lassen wir das lieber. Auf jeden Fall aber, dieser Fluss fließt auch durch Juk, wo wir ja heute früh schon mal waren. Und deswegen werden wir jetzt zurückwandern, aber wir zeigen euch in der Zwischenzeit, was wir da besucht haben. Nach einem Spaziergang durch die umgebenden Eichenwälder betraten wir das Sanctuari de Juk durch seinen gepflegten Park, vorbei an Pilgerunterkünften und wildem Rosmarin. Der Legende nach hat ein Junge in einem nahegelegenen Bach eine schwarze Madonnenstatue gefunden, die heute in der Abtei der eindrucksvollen Basilika steht. Bis heute ist dies das spirituelle Zentrum und wichtiger Wallfahrtsort auf Mallorca.
So sehr wir es genießen, einsame Strände oder bedeutende Stätten zu besuchen, so freuen wir uns auch, gute Freunde zu begrüßen. Laura, André und Luna von Oscar the Explorer befinden sich zurzeit ebenfalls auf der Insel. Und da nutzen wir natürlich die Gelegenheit, zusammen etwas Zeit zu verbringen. Heute hatten wir einen richtig gemütlichen Morgen und jetzt gehen wir auch gleich schon auf einen Ausflug und Luna ist auch schon hier, deswegen bin ich etwas abgelenkt. Ja, André kommt auch mit, Laura aber leider nicht, die hat sich den Fuß verknackst. Drum ja, gibt es die Wanderung nur zu viert heute. Walk to the ocean, one sliding, then to the top shop, had smoothies, jumped in the van, drove to the headland, lay in each other's arms. Es ist wieder so ein typischer Weg hier, es ist ein Chaos, alles verwachsen und der Weg wäre eigentlich hier und wir müssen jetzt hier runter, weil da ist einfach alles mit Bäumen zu. André ist schon vorausgegangen und sieht, ob man da durch kann. Ja, ich glaube, wir probieren es einfach mal. Gehen wir schauen? Na komm. Tolle Wanderung habt ihr hier rausgesucht. Ich habe die sogar aus. War deine Idee. Wir konnten unten leider nicht viel erzählen, da es einfach so krass gewindet hat. Ja, ich glaube, so einen starken Wind haben wir lange nicht mehr erlebt. Aber das Gute war ja, der Wind war wenigstens warm. Also es war wirklich nicht kalt. Und wir haben uns auch ganz schön aufgewärmt während des Wanderns, da der Weg eigentlich praktisch inexistent war. Also wir mussten schon ganz schön suchen und es waren auch einige umgestürzte Bäume, denen wir ausweichen mussten. Also es war schon intensiv. Ja, jetzt machen wir erstmal einen kleinen Snack und dann schauen wir mal. Ich glaube, heute passiert nicht mehr allzu viel und wir überlegen uns, was wir die nächsten Tage noch so machen. Besonders in Zeiten, wo sozialer Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird, tut es gut, mal wieder bekannte Seelen zu treffen. Da wir uns aber beide in verschiedene Richtungen bewegen, heißt es schon bald wieder Abschied nehmen. Dennoch ist es schön zu wissen, dass dies wohl nur ein Abschied auf Zeit ist. Freunde auf der Straße trifft man immer wieder, besonders wenn man auf derselben Insel ist. Für heute fahren wir nicht mehr weiter, wir sind an unserem Schlafplatz angekommen und ja, wir wollen jetzt eigentlich nur noch einen gemütlichen Abend verbringen. Das heißt, wir machen eines unserer Lieblingsgerichte. Heute gibt's Fajitas. Hey, Moment. Ich kenne da einen Trick. Den zeige ich dir jetzt. Auf YouTube sah das so einfach aus. Jetzt muss ich die ganze Schweinerei aufräumen und dann nochmals probieren. Siehst du? So geht das. Und weiter geht's. Yes, ich wusste, ich kann's.
hat ja fleißig das Gemüse zerkleinert. Jetzt geben wir noch alles in einen Topf und ja, danach können wir dann auch schon gemütlich essen. Ich glaube, es gibt nicht mehr allzu viel zu sagen. Wir haben riesen Hunger und werden jetzt einfach mal zuschlagen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen! Wir sind schon frisch und munter, denn heute gibt es viel zu tun. Wir müssen auch mal einen Tag einschieben, wo wir uns um den Haushalt kümmern und ein paar Erledigungen machen. Man kann nicht immer nur genießen. Ja, wir haben uns jetzt hier eine Liste gemacht. Da stehen ein paar Punkte drauf, so vergessen wir nichts. Und als erstes fangen wir auch gleich schon mal an, die Haare zu schneiden. Und damit ist Punkt 1 erledigt. Ich glaube, so schlecht sieht es nicht aus, aber was meint ihr? War es vorhin besser oder lieber kürzer? Schreibt es doch unten in die Kommentare rein, dann weiß ich, wie ich ihn in Zukunft frisieren muss. Den ersten Punkt können wir damit abhaken. Und als nächstes wäre jetzt idealerweise Duschen an der Reihe. Aber auf dem Weg dahin gibt es eine Wasserauffüllstation und da fahren wir deswegen als erstes hin. Damit ist das auch erledigt und jetzt dürfen wir endlich duschen. Das tat jetzt gerade richtig gut. Also keine Angst, das war jetzt nicht unsere erste Dusche, seit wir auf Mallorca sind, aber trotzdem, also es war richtig, richtig angenehm. Damit sind die ersten 3 Punkte schon abgehakt. Jetzt kommt als nächstes das Auto waschen und dafür fahren wir nach Palma rein. Jimmy ist gewaschen, sieht aus wie neu. Von dem her, das ist auch erledigt. Wir gehen jetzt einkaufen, wir brauchen unbedingt wieder mal was zu essen. Einkaufen ist damit erledigt. Wir setzen das Häkchen und als nächstes gehen wir Wäsche waschen. Es ist 9:30 und wir sind jetzt gerade am Schlafplatz angekommen. Die Wäsche ist gewaschen. Allerdings ist nicht ganz alles trocken. Also wir haben hier noch 2, 3 Oberteile, die hier rumhängen und nachtrocknen müssen. Aber ja, morgen hängen wir es uns an die Sonne, falls es bis dann nicht trocknet. Heute wärmen wir jetzt noch Reste von gestern auf. Wenigstens müssen wir nicht lange kochen. Und dann gehen wir auch schon schlafen. Wir sind richtig müde. Ein neuer Tag bringt neue Energie. Und deswegen machen wir heute endlich die Liste fertig. Ein Punkt war ja noch, und zwar Innendeko und Pflanzen. Das wollen wir heute fertig kriegen und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Natürlich hat alles viel länger gedauert, als was wir geplant haben. Ich glaube, mittlerweile sollten wir es wissen, dass es einfach doppelt so lange geht, wenn man irgendwas am Van macht. Aber wir sind mit dem Resultat sehr zufrieden, uns gefällt's und ja, wir hoffen auch euch gefällt's. Ja, also ich denke, es macht es doch einiges wohnlicher. Von dem her, ich glaube, das war schon richtig.
Wir haben damit auch die Liste abgehakt. Also unser To-Do für diesmal ist durch. Bis zum nächsten Mal dann. Aber falls euch noch irgendwas mehr interessiert, wir irgendwo noch mehr drauf eingehen sollen, dann schreibt es doch unten in die Kommentare rein und wir antworten hier natürlich gerne. Bevor wir uns jetzt verabschieden, möchten wir noch ein großes Dankeschön an euch richten. Wir sind nämlich bereits über 1000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ja. Und ja, ich glaube, vor kurzem hätten wir gar nicht gedacht, dass das jemals möglich wäre. Darum wirklich ein großes Dankeschön. Es bestätigt uns, oder wir sehen das ein bisschen als Bestätigung für das, was wir tun und auch als Motivation, da weiterzumachen. Also Dankeschön, ja. Macht viel aus für uns. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, ja, abonniert uns. Das würde uns natürlich auch freuen, damit wir weiter wachsen können. Ja. Und somit verabschieden wir uns für diese Woche und sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Ah.